Früher hat man seine Filme so vorgeführt. Doch die Zeiten sind vorbei. Die Projektion mit Filmprojektor, Leinwand und Filmspulen gehört inzwischen ins Reich der Erinnerung. Heute stellen wir uns die Frage, wie kann man die alten 16 mm und Super 8 Filme in bester Qualität und wirklich zeitgemäß, auch im Hinblick auf die Zukunft, digitalisieren? Macht eine Abtastung in 4K überhaupt Sinn? Gibt das Filmmaterial das her? Schauen wir uns das mal genauer an. Ein guter Super 8-Film, zum Beispiel von Kodak, enthält, auch wenn er schon 50 Jahre alt ist, einen sehr großen Kontrast- und Detailumfang, der oft bei der Digitalisierung verloren geht. Filmdigital hat sich unter anderem auf Systemlösungen mit DSLR oder Filmkameras mit großformatigen Sensoren wie APS-C, Vollformat oder Super 35 spezialisiert. Eigens für diese Sensoren hat Filmdigital Linsensysteme entwickelt, die für spezielle Optiken für Super 8, Normal 8 und 16 mm berechnet wurden. Diese Optiken können in Verbindung mit modifizierten Schmalfilmprojektoren und mit Kameras von Canon, Nikon, Sony, Panasonic oder auch Blackmagic für den Filmtransfer von Analogmaterial eingesetzt werden. Wir zeigen anhand von Blackmagic 4K-Kameras, wie man diesen Filmtransfer jetzt auch in 4K durchführen kann. Gerade bei 16 mm sind auf dem analogen Originalmaterial viele Details zu sehen, die bei einem nicht hochauflösenden Filmtransfer durch die Verringerung des Kontrastumfangs schlecht sichtbar sind. Was also für einen Filmtransfer in höchster Qualität Voraussetzung ist? Zum einen ein großer Sensor, wie hier der Super 35 Sensor. Zum anderen eine hohe Auflösung, idealerweise Ultra HD bzw. 4K, um eine bessere Detailschärfe zu erzielen. So erhält man wesentlich umfangreichere Auflösungsdaten für die Bildbearbeitung. Hier sehen Sie einen Aufbau mit einem modifizierten Bauer P8 für 16 mm, einer Spezialoptik, unserem speziellen Lampensystem und einer Blackmagic Ursa Mini 4K in Verbindung mit einem Hyperdeck Studio Pro Disc Recorder für unkomprimierte ProRes oder DNx-HD-Filmformate mit 2 SSD-Einschüben und SDI sowie HDMI-Ein- und Ausgängen. Das regelbare LED-Beleuchtungssystem verfügt über einen Fein- und einen Grobregler. Die DSLR-Profi-Optik für 16 mm hat zwei getrennte Einstellungsringe, einmal für die Schärfe und einen Blendenring, mit dem sich die Lichtzufuhr regeln lässt. Bei allen von Filmdigital modifizierten Projektoren ist eine Feinjustage der Geschwindigkeit entweder fest eingebaut oder als abgesetztes Panel erhältlich. Die Features der Kamera: 12 Blendenstufen, was die Blackmagic Ursa Mini 4K für den Filmtransfer besonders interessant macht. 4K Super 35 Bildsensor, Global Shutter, 2 Einschübe für superschnelle C-Fast-Karten, Speicherraten Cinema DNG 265 MB pro Sekunde oder Apple ProRes 444XQ mit bis zu 250 MB pro Sekunde. Es gibt einen aufklappbaren 12-Zoll-Monitor mit Touchscreen. Tippen Sie einfach auf die Icons und passen Sie die Einstellungen an. Es gibt verschiedene Hyperdeck-Studio-Systeme. Diese Variante hier hat unter anderem einen Thunderbolt-Anschluss für das Capturen auf Mac- und PC-Systemen. Über den eingebauten hochauflösenden LCD-Mini-Monitor kann eine Bildkontrolle vorgenommen werden. Auch der Audiopegel und das Videoformat werden angezeigt. Sogar ältere analoge SD-Geräte können angeschlossen werden. Aufgezeichnet wird dann mit dem dualen SSD-Einschub entweder in ProRes oder in DNx-HD bis zu 10-Bit in Broadcast-Qualität. Beide Formate bieten ideale Voraussetzungen für das Editing in diversen Bearbeitungsprogrammen. Die Magic Balance Nivellierkalotte von der Firma Novoflex erlaubt eine völlig mühelose, genaue und flexible Einstellung. Hier ist eine von Filmdigital umgebaute Variante eines Stereo Super 8 Projektors von der Firma Bauer zu sehen, in Verbindung mit der Blackmagic Micro Studio in 4K-Technik. Die Kamera kann ohne Stativ montiert werden. Grundeinstellungen können mit den Tasten an der Kamera gemacht werden. Dafür muss mit HDMI ein externer Monitor angeschlossen werden. Diese Optik ist preisgünstiger, hat einen Schärferegler, aber keine eigene Blende.
Die Helligkeit wird in diesem Fall allein über Kamera und das Steuerpanel für die LED-Beleuchtung geregelt. Unter dem Projektor befindet sich für eine HD-Aufnahme neben dem H264 Pro Rekorder auch eine Teranex Mini Audio to SDI, die das Tonsignal in das SDI-Signal einbettet und über einen Vorschau-Monitor Bild und Ton anzeigt. Diese Art von Kombination kann natürlich auch für andere Kameras mit SDI-Ausgang genutzt werden. Für Mac-User ist in diesem Aufbau ein Thunderbolt Ultra Studio Mini Rekorder eingebaut, mit dem auch unkomprimiert aufgezeichnet werden kann. Selbstverständlich können diese Kombinationen aber von Film Digital individuell und in ganz verschiedenen Varianten zusammengestellt werden. Da Blackmagic Filmkameras sowie auch alle DSLR-Kameras über keine Spiegelfunktion verfügen, muss der aufgezeichnete Film im Nachhinein über eine Schnittsoftware gespiegelt bzw. gespiegelt und gedreht werden. Jede moderne Schnittsoftware wie zum Beispiel Adobe Premiere, Final Cut oder DaVinci Resolve, aber auch einfachere Lösungen verfügen über diese Funktion. Einen anderen Weg geht Film Digital. Mit der Profi-DSLR-Optik gibt es eine Spiegelversion, die hier in Verbindung mit einem Elmo GS 1200 Filmprojektor unter MicroStudio 4K eingesetzt wird, aber auch mit allen anderen DSLR- oder Filmkameras verwendet werden kann. Dadurch wird ein Arbeitsgang, das nachträgliche Spiegeln, eingespart. Besonders hilfreich ist diese Lösung dann, wenn man mit einem Echtzeitrekorder aufnimmt, wie hier dem Atomos Shogun. Die aufgezeichnete Datei kann dann direkt verwendet werden. In Zukunft werden die meisten Fernseher und Rechner irgendwann 4K darstellen können. Dann ist man mit einer Digitalisierung, die man jetzt schon in 4K macht, up to date. Von daher ist es immer sinnvoll, sich für große Kamerasensoren, große Auflösungen und qualitativ hochwertige Optiken zu entscheiden. Die Firma Film Digital bietet viele individuelle Lösungen für den Filmtransfer an. Schauen Sie sich auch die anderen Filme auf unserem YouTube-Kanal Film Digital an.